willkommen in meinem Kanal und heute wieder einmal zu Nähen ganz einfach. Das letzte Video, das ich euch gerade in YouTube hochgeladen habe, bei dem ging es darum, wie ihr ein Kleid nicht genau im Fadenlauf zuschneiden könnt, sondern Veränderungen machen könnt. Und sofern ihr das verfolgt habt, dann könnt ihr jetzt schon sehen, dass ich genau dieses Kleid, wie ich euch den Zuschnitt erklärt habe und erläutert habe, dass ich dieses Kleid jetzt anhabe. Also, mit anderen Worten, um was geht es in diesem Video? Ich möchte euch Schritt für Schritt erklären, wie der Ablauf und die genaue Reihenfolge ist, wie ich dieses Kleid genäht habe. Und solltet ihr jetzt Lust und Laune haben zuzuschauen, dann müsst ihr dranbleiben. Also, auf geht's! Also werde ich euch jetzt meine genaue Vorgehensweise erklären, wie ich dieses Kleid zusammennähe. Und ich überlege mir grundsätzlich, wenn ich so eine Arbeit mache, was ist der leichteste und der einfachste Weg, um mir jede Arbeit, die ich machen werde, es mir einfach zu machen. Das heißt, eigentlich nähe ich immer erst alle Einzelteile so zusammen, bereite sie für die nächste Arbeit vor. Was ich damit sagen will und meine, ich würde jetzt nicht das gesamte Kleid komplett zusammennähen, um dann den Ausschnitt zu machen. Nein, das wäre falsch, denn dann habe ich Schwierigkeiten daran zu kommen. Also erkläre ich euch, wie ich das mache. Den Zuschnitt habt ihr im ersten Video gesehen, wie er aussah. Und natürlich habe ich zuerst mal mein ganzes Vorderteil genommen, habe alle Schnittkanten versäubert, obwohl das bei diesem Jersey nicht unbedingt vonnöten wäre. Aber warum ich das auch sehr gerne mache, nicht nur natürlich, es ist sauberer innen, es anzusehen, wenn es versäubert ist, aber es hat auch den Vorteil, dass mir meine rollenden Schnittkanten wesentlich flacher daliegen. Etwas rollen tut es immer. Aber ihr wisst ja alle, wenn ihr die Kanten noch nicht versäubert habt und wollt vielleicht mit eurer Overlock direkt zwei Nähte zusammen nähen, zusammenlocken, dann wollen die rollen und nochmal rollen und man hat wirklich Probleme, die zusammenzubekommen. Wenn ich aber die Kanten ohne das Zusammennähen, nur die Kanten erst versäubere, bügel da einmal leicht drüber, dann bleiben die mir wesentlich besser liegen, wie ihr das hier sehen könnt, außer an den Ecken, da rollt es mir ein bisschen rum. Vielleicht hätte ich dann nochmal das Bügeleisen draufsetzen müssen, aber das ist schon mal eine ganz, ganz leichte Arbeit. Gut, alles abgekändelt. Was mache ich zuerst? Ich nehme mir, weil das ja dann noch zwei Teile sind, hier das Oberteil, ich nehme mir zuerst mal einen Brustabnäher vor. Und da hatte ich euch ja gesagt, ich will nicht, dass der mir irgendwo hier quer durch das Muster geht. Also habe ich den von der eigentlichen Position, die ungefähr hier war, etwas verlegt, rausgedreht und ihr könnt sehen, dadurch ist mein Brustabnäher jetzt fast nicht sichtbar, weil ich ihn genau ins Muster reingelegt habe. Also zuerst beide Brustabnäher gemacht, das heißt, ich habe nur dieses kleine Teilchen in der Hand und aufgrund dessen ist es so einfach, diese Arbeit zu machen. Die zweite Arbeit, seht ihr, ganz logisch nähe ich meine beiden vordere Mitte Nähte zusammen und genauso sollte das dann aussehen, möglichst genau, dass meine Streifen, als wäre es ein Muster, als wäre es so gewebt oder gestrickt oder gewirkt, dass mir das so exakt aussieht. Das bedarf ein bisschen der Übung, aber jeder, der sich ein bisschen Mühe gibt und Zeit nimmt, und ich würde sagen, nicht unbedingt stecken. Man kann solche Sachen nicht stecken und stecken, weil das wird sowieso verrutschen. Das werdet ihr merken. Ihr müsst während des Nähens immer wieder unten drunter schauen. Das heißt, zwischen die Naht, die ihr hier näht, wenn ich die Naht nämlich so nähe und schaue während dem Nähen immer wieder hier rein, dass mir das genau hier zusammenkommt. Und dann kriege ich das auf Anhieb hin. Müsst ihr einfach probieren, ist eine kleine Übungsgeschichte. Gut, soweit haben wir die Vorderteile jetzt hier vorbereitet. Jetzt könnte ich ja sagen, gut, ich nähe die Taille zusammen. Aber nee, das mache ich nicht, weil ich will erstmal mir wichtige, schwierige Aufgaben
vorziehen und eher zuerst machen. Denn diese eine gerade Naht zusammenzunähen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das ist nicht notwendig. Das heißt, ich muss mir meinen Rücken komplett vorarbeiten und da habe ich auch wieder komplett rundherum, seht ihr hier, rollt es etwas mehr, aber auch das bleibt besser liegen durch die Versäuberung an der Kante. Das heißt, ich habe mir jetzt meinen Rücken, außer die Armlöcher, die versäubere ich nicht, das ist Quatsch, da muss erstmal der Ärmel rein. Aber die Schultern, Seitennähte und Saum versäubert und ich habe meine Taillenabnäher hier reingemacht, schön schmal und schlank ausgenäht, wie ihr das hier hoffentlich gut sehen könnt, denn je schlanker ihr einen Abnäher ausnäht, desto flacher liegt er dann auf der rechten Seite und man kann das eigentlich kaum sehen. Gut, wenn jetzt der Rücken soweit vorbereitet ist, mache ich 2 weitere Vorarbeiten, nämlich, dass ich mir für den Rücken, für den Halsring erstmal einen Beleg schneide. Und genau das habe ich hier getan und habe mir den sogar, wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt rechts aufeinander lege, im Muster gleich gemacht, obwohl das nicht unbedingt notwendig ist. Muss man nicht machen. Habe mir den auf 3,5 cm Breite geschnitten, diesen Formbeleg, und habe mir eine ganz leichte Flisseline aufgebügelt, um dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu geben. Und das gleiche habe ich beim Vorderteil gemacht. Nun werdet ihr euch wundern, warum ich so einen riesengroßen Beleg für mein Vorderteil hier gearbeitet habe. Ja, erst nochmal hierzu zu sagen, ihr seht ja hier, rollt das richtig stark, weil da könnt ihr auch sehen, da habe ich ja auch nichts versäubert, weil das nicht vonnöten ist, weil ich da jetzt eine ganz andere Änderung jetzt noch machen werde. Und das möchte ich euch jetzt erklären. Ich hatte ja im ersten Video gesagt, so eine ganz langweilige Geschichte mit dem V-Ausschnitt würde zwar bei dem Kleid passen, durch die Streifen bedingt. Deshalb habe ich das ja auch so zugeschnitten. Und trotzdem ist mir das ein bisschen zu brav, das Ganze. Deshalb habe ich jetzt was ganz anderes gemacht. Und zwar habe ich mir meine Schnitte nochmal dazu genommen. Das ist jetzt nicht mein Originalschnitt von dem, aber ihr seht, es ist genau mein Armloch und mein Schulterverlauf. Soweit ist das gleiche. Und ich habe mir überlegt, ich möchte hier was ganz anderes in den Ausschnitt reinmachen und wollte ihn sowieso wesentlich tiefer haben. Aber ich kann jetzt meinen Ausschnitt nicht einfach so tief machen, wenn ich im Muster bleiben möchte. Also musste ich mir aufgrund dessen was ganz anderes überlegen. Und da habe ich einfach mal einen der Schnitte genommen, die ich sowieso für eine andere Arbeit benutzt hatte, und habe mir überlegt, was kann ich mit dem Streifen machen. Habe mir das einfach mal angezeichnet. Hier ist meine Zentimeter Naht, die ich eigentlich vorgesehen hatte. Und hier auch habe mir mein Muster in der Breite genau hier aufgezeichnet. Könnt ihr hier noch sehen, das war mein Musterverlauf hier. Und habe mir überlegt, ich möchte nun meinen Ausschnitt so verändern, dass ich, nachdem ich hier oben an der Schulter angefangen habe zu verstürzen, hier rüber gehe auf meine Streifen, gehe hier auf den halben und möchte mir das so als Zickzack für diese vordere Mitte verstürzen. Aufgrund dessen wird mein Ausschnitt wesentlich tiefer und genau das möchte ich, möchte aber diese Streifenoptik unbedingt behalten. Und deshalb ist das jetzt schon im Grunde meine Schablone, genau wie ihr das hier seht, wie ich das vornähen werde. Und dafür, logischerweise, weil der Ausschnitt ja größer wird, brauche ich diesen großen Beleg. Natürlich, wenn ich jetzt in der Industrie wäre, würde das von vornherein haargenau berechnet werden und der Schnitt schon so in diesem Zickzack vorbereitet werden. Aber da habt ihr sehr wenig davon, wenn ich das erklären würde. Und deshalb hier meine Erklärung, wie ihr das anders machen könnt, indem ihr das erst so komplett zuschneidet, wie ihr es hattet. Jetzt macht ihr euch diese Schablone und ihr seht, das wird dann mein Beleg innen sein hier, während das natürlich rausgeschnitten wird. Das werdet ihr dann sehen. Ich drehe das jetzt gerade mal rum.
damit ihr wiederum seht, wenn der Beleg da unten drunter ist. Ich lege hier meine vordere Mitte Bruch drauf und auch hier könnt ihr wieder sehen, werde ich dann ganz genau immer diesen Versprung machen, um da meinen Ausschnitt hinzubekommen. Also wird das ganze Teil eine ganz andere Optik bekommen, aber die Streifenoptik auf alle Fälle beibehalten. Und ich sagte ja in meinem Zuschnittvideo schon, dass ich das persönlich unmöglich finden würde, wenn ich jetzt gesagt hätte, ach, V-Ausschnitt mag ich nicht, ich will hier einen runden Ausschnitt reinmachen. Bei dem Muster, wenn ich da einen runden Ausschnitt mache, dann kann ich auch gleich die Abnäher so machen, die nirgendwo passen, weil dann verhunze ich mir das ganze Teil. Und das wollen wir ja nicht. Also, was werde ich jetzt machen? Ich werde zuerst nun meine Schulternähte schließen. Wenn die zu sind, werde ich die Schulternähte von meinen Belegen zusammennähen und dann ganz genau hier einmal rundherum das verstürzen und wie das aussieht, nachdem ich meinen Zickzack, nachdem ich meine Verarbeitung hier gemacht habe. Bevor ich das verschneide, werde ich euch das zeigen. Und hiermit könnt ihr jetzt schon sehen, was ich gemacht habe. Schultern geschlossen, wie gesagt, ich habe immer noch nicht das Rockteil dran, weil so kann ich, wenn alles hier noch auf ist, wunderbar meinen Ausschnitt bearbeiten, egal welchen Ausschnitt ihr jetzt nun für irgendein Teil machen wollt. Hier sehen wir die linke Seite, da könnt ihr ganz genau erkennen, hoffe ich, wie ich denn nun hier meine Schablone angesetzt habe und habe nach dem Muster genau meinen Zickzack hier gemacht. Ich drehe das jetzt mal rum und hier könnt ihr nämlich jetzt meinen Beleg sehen, der aufgrund dessen ja hier rechts und links überstehen muss. Genauso hier der Beleg für den Halsring hinten. Und erst nachdem ich das gemacht habe, schneide ich nun komplett mir dieses Muster, wie ich den Ausschnitt hier mache, jetzt erst aus. Weil hätte ich das vorher geschnitten und dann verrutscht mir ein bisschen was, habe ich es doch umso schwerer. Also fange ich jetzt erst an und schneide mir das so auf 7 mm ungefähr zurück, komplett rundherum und natürlich in den Ecken, da muss ich kurz einknipsen, damit mir das auch schön dann rumfällt, währenddessen ich hier bei dieser Spitze nicht einschneiden muss. Und das mache ich jetzt rundherum. Dann drehe ich das alles schön rum und bügel mir das schön flach. Nachdem ich das nun komplett verschnitten hatte, habe ich euch ja gesagt, habe ich es gebügelt. Hier oben beim Halsring hatte ich erst gegengesteppt, aufgrund dessen bleibt mir das jetzt auch sehr gut hier liegen. Und damit ist eigentlich mein Vorderteil mit der meisten Arbeit komplett fertig. Denn nun erst nehme ich meinen Rock, nähe meine Naht hier zusammen, diesen 1 cm, den ich mir berücksichtigt habe für die Nahtzugabe. Sobald diese Teil hier zusammengenäht ist, nähe ich meine Seitennähte beide zu. Dann wird alles gebügelt, alle Nähte, die ich gemacht habe. Und ich kann bereits den Saum hier machen. Denn das ist unabhängig von den Ärmeln. Und die habe ich zwischenzeitlich auch schon vorbereitet. Nämlich natürlich die Kanten versäubert, die Naht zusammengenäht und ich habe bereits meinen Saum gemacht. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich meinen Saum einmal 1 cm und dann nochmal 2 eingeschlagen, weil mir gefällt das bei Armsäumen immer besser, wenn ich die Kendelnaht, die Overlock-Naht, da nicht dran habe. Denn man schlupft mal mit Ringen in das Teil rein und schlups hat man die ganzen Schlaufen dann sich hier aufgezogen. Für mich ist es immer schöner, einen ganz normal genähten Saum zu haben. Und was Elastizität angeht, etwas elastisch ist dieser Stich allemal, selbst wenn es ein ganz normaler Gradstich ist. Und für Bewegung brauchen wir ja hier in dem Bereich auch nicht extra noch Weite zu haben mit dieser Elastizität. Das reicht also voll und ganz aus. Ja, und wenn ich das dann mit Seitennaht und Saum gemacht habe,
Dann nähe ich meine vorbereiteten Ärmel ein, versäubere die und dann ist das Kleid auch schon fertig. Und das, meine Lieben, war es schon. Hier seht ihr das fertige Kleid, das Endergebnis nach nur wenigen Schritten, denn ich sage immer wieder, die eigentliche Arbeit, wenn ihr euch etwas selber fertigt, etwas selber nähen wollt, ist eigentlich der Zuschnitt. Sobald der Zuschnitt korrekt, akkurat gemacht ist, dann ist das Nähen nur noch ein Kinderspiel. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg, falls ihr so etwas nacharbeiten möchtet, und viel Spaß bei der Arbeit und vor allen Dingen, dass das Ergebnis zu eurer Zufriedenheit dann fertig wird. Und jetzt, wo wir alle wissen, dass wir bereits schon wieder ab Montag einen totalen Lockdown haben in ganz Deutschland und in vielen anderen Ländern hier in Europa, demnach passt das vielleicht, dass ihr jetzt Zeit habt, euch mal etwas Komplizierteres mit einem neuen Design für euch selber zu fertigen. Und dazu wünsche ich euch wirklich ganz viel Erfolg. Bleibt gesund, bleibt mir treu, denn ihr wisst, dann tue ich das auch. Tschüss, bis bald wieder, eure Lilo.